Das ist Teil 2 der Rundreise durch die Bretagne, die ich zusammen mit Tom unternommen habe. In der Bretagne gibt es eine riesige Anzahl an Hinterlassenschaften aus der Steinzeit, wie Menhire, Dolmen, Cairns und Steinreihen zu sehen. Im ersten Teil haben wir schon einige spannende Orte vorgestellt, diesen verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Heute starten wir beim Menhir de Kerloak. So, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Auf der Suche. Immer noch in der Bretagne. Und wir starten direkt mit dem größten Menhir von Europa, vielleicht der Welt. Wobei er ist ungefähr genauso groß wie der von Champ-Dolent. Perfekt geformt. Der Menhir de Kerloak steht im Departement Finistère, nahe der Ortschaft Plouarzel. Er gilt gemeinsam mit dem Menhir du Champ-Dolent als größter aufrecht stehender Menhir von Europa bzw. der Welt. Er ist 9,50 Meter hoch, plus etwa 2 Meter, die sich im Boden befinden und wiegt etwa um die 100 Tonnen. Ursprünglich soll er deutlich über 10 Meter hoch gewesen sein, denn seine Spitze ist bereits vor Jahrhunderten bei einem Unwetter, wahrscheinlich durch Blitzschlag, abgebrochen. Diese Spitze soll dann später als Trog verwendet worden sein. An der dicksten Stelle hat der Stein einen Umfang von über 7 Metern. Aufgerichtet wurde er wohl vor etwa 6000 Jahren und ist aus einer Entfernung von mindestens 2 Kilometern herangeschafft worden. Zwischen der vermuteten Stelle des Abbaus und dem Ort der Aufrichtung besteht übrigens ein Höhenunterschied von fast 100 Metern. An seinen Schmalseiten befinden sich 2 halbkugelförmige Erhebungen, was einige Forscher zu der Annahme geführt hat, dass der Stein möglicherweise ein Phallus-Symbol darstellen könnte. Die Halbkugeln können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt herausgearbeitet worden sein. Am Fuß des Menhirs sind bei illegalen Grabungen Keramikscherben aus der Bronzezeit gefunden worden, die etwa 3700 Jahre alt sind. Nächste Station, die Menhire von Kergadiou. Dazu müssen wir hier mal eine Runde durchs Maisfeld. Ulala. Die beiden Menhire von Kergadiou befinden sich im Departement Finistère, einige Kilometer südwestlich von Plourin inmitten eines Maisfelds. Nur noch einer der beiden Steine steht aufrecht. Er gehört ebenfalls zu den größten bekannten Menhiren und hat eine lichte Höhe von etwa 8,60 Meter, besteht aus Granit und wiegt etwa 40 Tonnen. Wie der Menhir de Kerloak ist auch dieser Stein glatt gearbeitet und besitzt eine wunderschöne symmetrische Form. Mal quer durchs Maisfeld. Aber ich habe ihn gefunden. Der zweite Menhir liegt etwa 80 Meter entfernt und steht nicht mehr aufrecht. Er ist etwa 10,50 Meter lang und hätte aufgerichtet wohl etwa die Höhe seines Zwillings, wobei dieser hier etwas breiter und dicker ist und wohl etwa 60 Tonnen wiegt.
Die Oberseite des Steins ist glatt gearbeitet, die Unterseite ist roh und natürlich geblieben, weshalb einige Archäologen der Meinung sind, er hätte nie aufrecht gestanden oder wäre schon kurz nach Errichtung gekippt und nicht wieder aufgerichtet worden. Der dürfte aufgerichtet ungefähr dieselbe Höhe haben wie der noch steht. Da drüben sieht man den anderen. Vielleicht steckt aber auch ein tieferer Sinn dahinter, den Stein auf einer Seite unbearbeitet zu lassen. Es soll wohl an der Basis des Steins eine Verfärbung sichtbar sein, die darauf hindeutet, dass der Stein einst aufrecht stand. Okay, dann versuche ich mal wieder meinen Weg durchs Maisfeld zurückzufinden zur Kamera. Und Tom, den alten Drohnenpiloten. Bereits im 19. Jahrhundert sind ja Ausgrabungen durchgeführt worden, dabei wurden allerdings keine Funde gemacht. Dass zwei große Menhire so nah beieinander stehen, ist eine Seltenheit. Nächste Station, der Menhir de Kervezel oder so ähnlich. Wieder mal im Maisfeld. Diesmal gibt es keinen Weg dahin. Gucken, ob ich da rankomme. Okay. Wir sind da. Drohne höre ich auch schon. Der Menhir de Kervezel. Der Menhir de Kervezel steht östlich der Gemeinde Porch-Poder. Mit einer lichten Höhe von 6,60 Meter, einer Breite von 1,70 Meter und einer Tiefe von etwa 1 Meter dürfte er über 35 Tonnen wiegen. Auch dieser Menhir besteht aus Granit und ist sehr symmetrisch und glatt gearbeitet. Ritzungen sind weder erkennbar noch dokumentiert.
Wir sind jetzt in der Nähe von Carnac und schauen uns hier die Dolmens de Manet-Carillonnais oder so ähnlich an. Und da sind sie auch schon. Bisschen unschön gelegen hier direkt an der Straße. Die Dolmens de Manet-Carillonnais, übersetzt das Haus der Zwerge, sind 3 Dolmen nahe der Gemeinde Plouarnel im Departement Morbihan. 2 der Dolmen stehen parallel zueinander, einer liegt rechtwinklig dazwischen. Ein paar kleine Menhire hier noch. Der östliche Dolmen liegt stark eingetieft, während die anderen, zumindest heutzutage, oberirdisch stehen. Die Form der Anlage soll zu den ältesten in der Bretagne gehören. Man nimmt hier ein Alter von etwa 5500 Jahren an. Die Gruppe wurde zwischen 1866 und 1901 mehrfach untersucht und im Jahr 1921 restauriert. Teilweise auch schon ausgebessert. Hier ist was zu sehen. Im östlichen, dem unterirdischen Dolmen, sind noch einige Einritzungen gut erkennbar. Auch hier ist, wie immer, nicht klar, ob diese von den Erbauern angebracht oder zu einem späteren Zeitpunkt gemacht wurden. Großartig. Auf der anderen Straßenseite befindet sich noch ein weiterer Dolmen, der Manet-Carriaval. Das habe ich aber leider erst im Nachhinein festgestellt. Weiter geht's zum Alignement du Petit Menec. Ich wusste es, Tom ist ein heimlicher Pferdefan. Uha. Nice. Nehme ich. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Zeit. So beim Campingplatz einchecken. Das heißt, wir gehen jetzt mal eine Runde und schauen mal, ob wir so ein paar Steinreihen finden. So Richtung Carnac. Und ein paar Dolmen müsste es auch noch geben. Mal schauen, was wir ja entdecken. So, wir haben eine Steinreihe gefunden hier, oder Alignement de Petit Menec. Denke ich mal, dürfte das sein. Kann natürlich sein, dass ich das falsch ausspreche, ne? Ich entschuldige mich schon mal vorweg. Diese Steinreihen stehen im Departement Morbihan, etwa 4 Kilometer nordöstlich von Carnac, und gehören damit zum Komplex der berühmten Carnac-Steinreihen. Die meisten Quellen sprechen von etwa 100 Menhiren, die noch stehen. Ursprünglich sollen es über 250 gewesen sein.
Im 19. Jahrhundert wurden Steine für den Bau eines Leuchtturms verwendet. Der obere Teil der Anlage hat die Achse 30 Grad Nordost, 210 Grad Südwest. Ab etwa der Mitte der Anlage machen die Steinreihen einen Knick und zeigen grob von Ost nach West. Hey. Erstmal muss ich mal gucken, wie dieses Ding denn überhaupt ausgerichtet ist hier. 30 Grad Nordost ungefähr. Ich habe hier mal eine Karte anhand meiner Videoaufnahmen erstellt und ich zähle 172 Menhire. Dazu gehören aber teilweise auch verhältnismäßig kleine Steine. Fast so wie Gräber, Grabsteine. Vielleicht. So, und hier ist auch Schluss dann. Möglicherweise war die Steinreihe Le Petit Menec mit der Steinreihe von Kerlescan verbunden, die nur etwa 500 Meter westlich von hier liegt und beide sind erst durch Straßen- und Hausbau voneinander getrennt worden. Dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg. Die Steinreihen von Kerlescan bestehen wohl aus fast 1200 Steinen, die sich über eine Strecke von 880 Meter ziehen. Im Westen wird das Ensemble von einem nahezu quadratischen Steingehege begrenzt. Teilweise bilden die Steinreihen hier trapezförmige Reihen, im Großen und Ganzen ist die Anlage grob von West nach Ost ausgerichtet. Hier kann man das Quadrat und das sich anschließende Trapez erkennen. Ein Tumulus befindet sich ebenfalls auf diesem Gelände. Der Komplex der Steinreihen von Carnac wird auf etwa 5500 Jahre datiert. Die ältesten Teile sollen wohl etwa 6000 Jahre alt sein. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden hier Vermessungen und Ausgrabungen durchgeführt. Etwas nördlich von hier befinden sich noch die Überreste der Allée Couverte Kerlescan, ein sogenanntes Galeriegrab. Das Galeriegrab ist etwa 16 Meter lang und liegt innerhalb eines Erdhügels, der etwa 60 Meter lang und 8 Meter breit ist. Leider ist hier nur noch der Schlussstein vorhanden. Man schätzt dieses Galeriegrab auf ein Alter von 5200 bis 5500 Jahre. Einige 100 Meter weiter Richtung Südwest liegen die Steinreihen von Magno. Die Alignement de Magno. Die Achsen der Reihen haben ja eine grobe Ausrichtung von 55 Grad Nordost nach 235 Grad Südwest. Auch hier finden wir einen Tumulus mit einem recht großen Menhir darauf. Vielleicht noch ein paar Kumpels hier.
Diese Steinreihen kann man auch als nordöstlichsten Ausläufer der Alignement de Kermaio betrachten, die wir später noch sehen werden. Unterwegs sind wir noch am Quadrilatère du Magno vorbeigekommen. Das Viereck von Magno hat die seltene Form eines Steingeheges. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts rekonstruiert, möglicherweise nicht originalgetreu, denn eine Zeichnung von 1887 zeigt dieses wohl weniger gerade. Es ist etwa 37 Meter lang und leicht trapezförmig. Nur etwa 50 Meter weiter steht der Menhir Géant du Magno, übersetzt der Riese von Magno. Ein anderer Name ist Menhir au Serpent, der Schlangenmenhir, denn an seinem Fuß sind wohl eingravierte Schlangen entdeckt worden. Bei einer Ausgrabung im Jahr 1922 wurden hier außerdem 5 geschliffene Steinäxte geborgen. Mit seiner Höhe von etwa 6,50 Meter ist er der größte Menhir in der Gegend von Karnak. Dolmen de Kermaker. Campen darf man ja anscheinend nicht. Der Dolmen de Kermaker ist ein Gangdolmen mit einer seitlichen Kammer. Die Hauptkammer ist quadratisch, die Seitenkammer in Form eines Achtecks angelegt. Solche Bauformen mit Seitenkammern finden sich auch noch bei einigen nordischen Ganggräbern. Der Hügel, in dem sich der Dolmen befindet, ist noch in großen Teilen erhalten. Bei Ausgrabungen sind hier verzierte Keramiken, Pfeilspitzen und Anhänger aus Feuerstein und Silex gefunden worden. Dolmen de Manebras. Sind ja noch 500 Meter. Das Ensemble Dolmen de Kervilor oder Manebras besteht aus 3 Dolmen in den Überresten eines Kerns, der eine ovale Form hatte. Sie liegen etwa 300 Meter nordwestlich des Dolmen de Kermaker in einem kleinen Waldstück. Der mittlere Dolmen besitzt noch 3 Decksteine, der östliche Dolmen noch 2. Der westliche Dolmen besitzt keine Decksteine mehr und der Gang führt in eine ovale Kammer.
Die Dolmen werden als Galeriegräber bezeichnet und auf ein Alter von 5000 bis 5500 Jahre geschätzt. Einige der Tragsteine sollen Gravuren aufweisen, diese sind mir aber vor Ort nicht aufgefallen. Es sollen unter anderem Zickzack- und Netzmuster sowie parallele Linien und Bögen erkennbar sein, die aber aufgrund der Verwitterung nur mit Streiflicht sichtbar werden. Hier habe ich übrigens mal ein Diagramm erstellt, wo ich die verschiedenen megalithischen Bauformen in einen zeitlichen Kontext gebracht habe. Das war der zweite Teil der Bretagne-Reise. Ein dritter Teil kommt demnächst und da werden wir uns spannende Orte in und um Locmaria-Ker anschauen. So, erstmal zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.